da... Und der... Oh, nee. Oh, nein. Hi ho und willkommen bei mir zu Hause. Heute gibt's einen Rucksack. Ich bin sowas von stolz, dass ich das so hinbekommen habe. Komischerweise gewünscht hat sich das wirklich keiner, aber ihr habt bei meinem FMA, also bei meinem Labervideo, haben mir viele reingeschrieben, wir sind gespannt auf den Rucksack, was das wird. Ich war ja bei dem Rucksack an den Stoff. Also ich habe den Stoff, den beschichteten Canvas-Stoff habe ich hier verarbeitet, den ich mir auf der Messe mitgenommen habe von der Tante Poppins. Und er hatte jetzt nur eine spezielle Größe. Deswegen ist der Rucksack so groß oder klein geworden. Und damit ihr das mal wisst, also er ist 25 cm breit, 40 cm hoch und 10 cm tief. Hier vorne hat er noch eine einfache Reißverschlusstasche. Innen habe ich jetzt keine Reißverschlusstasche mehr. Ich wollte erst so ein Gummiband, dass man den Laptop da hinten dran stellen kann. Das wollte ich erst machen. Aber mein Laptop passt hier oben in den Reißverschluss nicht rein. Ich habe das jetzt einfach weggelassen. Es kann sein, dass ihr dann nachher beim Video seht, huch, was sind denn das da für Gummibänder auf der Innenseite? Also weglassen. Nicht machen. Ihr könnt euch aber eine Innentasche hinmachen. Da habe ich ja schon verschiedene Videos zu gedreht. Die verlinke ich euch jetzt mal hier oben bei dem i. Und auf der Rückseite hat er hier so zwei Tragegurte. Die sind verstellbar mit diesen Rucksack-Einstell-Tragegurten. Und hier oben hat er auch noch, kann man ihn aufhängen, den kleinen Rucksack. Also der ist so toll geworden, trägt sich wirklich super leicht und ja, was wollte ich jetzt noch dazu sagen? Also das ist der Stoff von Tante Poppins, dieser beschichtete Canvas-Stoff. War etwas schwierig, also ich habe dann auch noch Stylefill drauf gemacht, so eine ganz dicke Watte, die kann man auch nicht drauf bügeln, sondern die habe ich draufgeklebt mit so einem Sprühkleber. Den Shop von der Tante Poppins, den verlinke ich euch unten nochmal unter meinem Video. Und die Stylefill, die ich benutzt habe, also die Wattierung, die verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Und ich habe auch wieder diesen tollen Regenbogenfarben schimmernden Endlosreißverschluss benutzt. Der passt natürlich auch super zu der Tasche. Und den verlinke ich euch auch nochmal unten. Also ich habe... Das war wie im Geistesblitz, war das. Ich habe Kaffee getrunken und dachte mir, irgendwie musst du das doch hinkriegen mit dem Rucksack. Und dann macht es klick, klick. Und dann habe ich mir auch schon die Maße aufgeschrieben. Ich musste mich ja, wie gesagt, an das Stückchen Stoff halten, was ich mir da mitgenommen hatte auf der Messe. Und habe dann gleich losgeschnitten und habe von morgens bis abends um 6 Uhr quasi zugeschnitten. Das Muster erst ausgedacht, dann zugeschnitten. Dann habe ich genäht, gedreht und alles. Aber da hat mich sowas von der Ehrgeiz gepackt und ich finde den so schön, diesen Rucksack. Jetzt weiß ich, wie das funktioniert und jetzt hätte ich auch noch gern für meinen Laptop auch noch so ein Rucksack. Das heißt, sowas wird es auch noch mal geben mit so einem Laptopfach hinten drinne und dann ist der natürlich auch größer. Da braucht man halt mehr Stoff zu, aber das ging wirklich super zu nähen. Es ist ein bisschen knifflig mit dieser dicken Wattierung. Also da habe ich schon ab und an mal das Handrad benutzen müssen, gerade wenn da verschiedene Lagen und dann noch eine Nahtzugabe oder sowas mit dabei ist. Aber eigentlich ging es ganz gut. Also meine Katze, Moment, ich muss gerade mal die Katze rauslassen. Na, geh Flausch. Wenn ich das Intro drehe, dann mache ich immer die Tür vom Wohnzimmer zu, ja, damit ich nicht hier so durchs ganze Haus krakele. Ich hoffe, ich habe jetzt alles gesagt. Also von wo ich den Stoff habe. Die Watte wollte ich euch unten drunter verlinken, also das Stylefill.
Den Reißverschluss wollte ich euch verlinken. Die Maße findet ihr auch alle unten in der Infobox drin. Ja, ich hoffe, es ist alles erledigt. Dann wünsche ich euch viel Spaß und viel Erfolg beim Nachnähen. Bei beiden Stoffteilen A und beiden Stoffteilen B muss an der Oberseite, und das ist jetzt sehr wichtig, ein 4 mal 5 cm großes Stück herausgeschnitten werden. Also von oben nach unten sind es nur 4 cm und nach außen hin sind es dann 5 cm. Und an der Unterkante wird ein 5 mal 5 cm großes Stück rausgeschnitten. Bei beiden Teilen A und bei beiden Teilen B. Und damit mein Rucksack robuster wird, arbeite ich heute mit der Style Fill. Also das ist keine Bügelauflage, sondern das ist diese stabile, die auch immer wieder in die Form zurückgeht. Und die kann man halt nicht aufbügeln, obwohl ich auf dem beschichteten Canvas sowieso nichts aufgebügelt hätte. Und da habe ich mir einfach ein Stückchen zugeschnitten, das etwas größer war als mein Stoffteil A. Und dann habe ich einmal, das sieht man hier ganz schön, oder ich komme mal näher ran, knapp kantig am Rand, jawohl, entlang genäht. Und dann erst habe ich die überschüssige Style Fill abgeschnitten. Welche ich da genommen habe, den Link packe ich euch unten in die Infobox rein. Ich fange an und nehme mir den Reißverschluss H, den für die Außentasche, und die beiden Reißverschlussblenden G. Den Reißverschluss lege ich mit den Zähnchen nach oben vor mich. Und dann nehme ich die Blenden und die lege ich jetzt mit der rechten Seite nach unten an die beiden Enden vom Reißverschluss. Und nähe jetzt mit einer Nahtzugabe von 1 cm rechts und links drüber. Die beiden Reißverschlussblenden klappe ich jetzt nach außen und nähe knappkantig auf beiden Seiten drüber, sodass die Blenden nach außen fixiert sind. Den Reißverschluss lege ich mit den Zähnchen nach oben vor mich hin und dann brauche ich das Teil E. Das lege ich jetzt mit der rechten Seite nach unten auf den Reißverschluss auf. Hier oben bünde ich an und nähe dann mit einem Reißverschlussfüßchen hier vom Anfang bis zum Ende entlang. Den Stoff klappe ich vom Reißverschluss weg und nähe mit einem Reißverschlussfüßchen knappkantig hier drüber, so dass der Stoff vom Reißverschluss weg fixiert wird und uns beim Reißverschluss auf- und zumachen kein Stoff in die Zähnchen kommen kann. Das Stoffteil D lege ich mit der rechten Seite nach oben vor mich. Das hier ist meine Oberseite und das ist meine Unterseite. Dann nehme ich mir den Reißverschluss und den lege ich an die Oberseite bündig an mit den Zähnchen nach oben. Dann brauche ich das Stoffteil C und das lege ich jetzt mit der rechten Seite nach unten, hier oben und auch rechts und links bündig an und nähe dann mit einem Reißverschlussfüßchen vom Anfang bis zum Ende entlang. Außen- und Innenstoff vom Reißverschluss wegklappen und richtig wegziehen und knappkantig vom Anfang bis zum Ende entlang nähen, so dass wir auch hier auf der Seite den Stoff von den Reißverschlusszähnchen weg fixiert haben. Den Außenstoff und den Innenstoff lege ich jetzt nochmal mit den rechten Seiten aufeinander und lege die hier an der Kante bündig an und nähe dann mit einer Nahtzugabe von 1 cm die beiden Stoffe hier zusammen. Die Reißverschlusstasche habe ich auf rechts gewendet und dann den Innen- und Außenstoff
schön bündig hier an der Kante übereinander legen. Und dann brauche ich ein Stoffteil A, und zwar das Vorderteil nehme ich mir jetzt, also mein Rucksack Vorderteil. Und von der Kante hier unten wird der Reißverschluss jetzt 2 cm darüber positioniert. Also rechts und links abmessen, dann am besten feststecken und dann knappkantig vom Anfang bis zum Ende hier unten entlang nähen. Unten ist die Tasche jetzt festgenäht und dann lege ich mir die Tasche nach oben hin, faltenfrei, also nicht, dass sie jetzt hier so krumpelig liegt, und stecke mir das hier an der Seite ein bisschen fest. Und den oberen Rand hier klappe ich jetzt 1 cm nach innen um. So, seht ihr das so? Ich hole euch mal ein bisschen näher ran. Also 1 cm nach innen umklappen, dann hier drauflegen und knappkantig hier oben die Tasche festnehmen. Auf die Außentasche mache ich jetzt noch 2 Abnäher. Und zwar wird das hier dann mein Seitenteil von der Tasche. Und wenn man da zum Beispiel Kleinigkeiten hier reinmacht, dann kann das da dann in die Seite so rumkullern und dann muss man das so rausfriemeln. Und deswegen nähe ich mir die Tasche nochmal ab. Zwar nähe ich jetzt von dieser Kante hier 1,5 cm nach innen, markiere mir das hier auf der Seite und auf der anderen Seite genauso und nähe dann auf der Markierung bis hier oben entlang. Jetzt nehme ich mir das andere Stoffteil A, also das Rückenteil, und das lege ich mit der rechten Seite nach oben vor mich. Das ist meine Rucksackoberseite und hier ist meine Rucksackunterseite. Und hier bei der Oberseite mache ich mir jetzt eine Markierung. Und zwar von dem Rand hier aus setze ich mir bei 3 cm einen Strich und dann noch einen Strich bei 5 cm. Jetzt ermittle ich mir innerhalb dieses Bereichs die Mitte. Das sind 17,5 cm. So, jetzt nehme ich mir mal ein kleineres Lineal. Da muss ich nicht so viel. Und von der Mitte gehe ich jetzt 5 cm in die eine Richtung und 5 cm in die andere Richtung. So. Jetzt brauche ich 2 von den Gurtbändern I. Mein Gurtband ist aus Kunststoff und da habe ich mir die Enden hier mit einem Feuerzeug angesenkt, so dass mir die Enden nicht ausfransen können. Und lege jetzt ein Gurtband nach oben hin in den Zwischenraum und hier an die 5 cm Markierung hier an. Das mache ich mit dem einen Gurtband und das andere Gurtband lege ich hier bei die Markierung an und nähe jetzt mit einer X-Box beide Gurtbänder innerhalb der Markierung fest. Jetzt nehme ich mir das Gurtband für die Schlaufe, welches 20 cm lang ist, und lege mir auch so eine Schlaufe gleich hier hin. Also vorsichtig, nicht verdrehen, sondern dass es gerade liegt. Und lege es jetzt innerhalb dieser Markierung rechts und links an das Gurtband hier an und nähe auch die Schlaufe hier innerhalb der Markierung fest.
Die Rückseite liegt jetzt mit der rechten Seite nach oben vor mir und auf das Gurtband, welches 4 cm breit ist und 35 cm lang, also die Blende, habe ich mir auf die Rückseite Styfix draufgeklebt, dieses doppelseitige Klebeband. Und dann ziehen wir das mal ab. Und das wird jetzt hier drüber gelegt. Und zwar messe ich von dieser Kante hier 2 cm ab. Und da lege ich jetzt das Gurtband an. Und durch das doppelseitige Klebeband habe ich es jetzt hier fixiert. Perfekt. Und nähe jetzt einmal knappkantig hier oben drüber und auch hier unten. Wenn ihr das hier oben festnäht, müsst ihr aufpassen, nicht, dass das Gurtband so unter der Maschine liegt, dann hätte das jetzt mit festgenäht. Das ist blöd. Dann nehme ich mir ein Stoffteil B und lege das mit der rechten Seite nach oben vor mich. Das ist meine Oberkante. Und dann brauche ich den Reißverschluss F. Und den lege ich hier oben bündig an. Mein Reißverschluss ist etwas größer, da kann ich nämlich jetzt den Zipper außerhalb der Naht ziehen und dann brauche ich den nicht immer hin und her zu schieben. Also den lege ich mit den Zähnchen nach oben, hier oben bündig an und dann nehme ich mir mein Rückenteil und das lege ich mit der rechten Seite nach unten. Hier hoch, da sind doch schon ganz schön viele Gurte dran. Hier oben und rechts und links bündig an und aufpassen nicht, dass jetzt hier der Aufhänger mit in der Naht drinne liegt. Also nach unten wegklappen, feststecken und dann mit einem Reißverschlussfüßchen hier oben entlang nähen. Den Außen- und den Innenstoff klappe ich jetzt vom Reißverschluss weg. Und die Gurtbänder hier, die fixiere ich mir mal so lang am Rand. Nicht, dass ich die dann noch irgendwo mit einnähe. Einfach nur so rumklappen, feststecken. Das mache ich nicht mit einer Nadel wegen dem Canvasstoff, diesem beschichteten. Ne, dass ich da dann noch ein Loch drin habe. Gut, also jetzt Außenseite und Innenseite vom Reißverschluss wegziehen. Das ist etwas schwierig, weil wir ja hier hinten auch noch dieses Stylefill drauf haben. Und dann knappkantig vom Anfang bis zum Ende mit einem Reißverschlussfüßchen hier entlang nähen. Ich nehme mir das andere Stoffteil B, also der Innenstoff, der an die Vorderseite von dem Rucksack drankommt. Den lege ich mit der rechten Seite nach oben vor mich. Das ist meine Taschenoberseite und hier ist die Taschenunterseite. Dann nehme ich mir das Rückenteil mit dem Reißverschluss, was ich schon zusammengenäht habe. Und das lege ich jetzt mit dem Reißverschluss hier oben bündig an. Und auch rechts und links bündig anlegen. Dann nehme ich mir den anderen Außenstoff, an den schon die Tasche dran genäht ist. Den lege ich mit der rechten Seite nach unten, hier oben und auch rechts und links bündig an. Und dann, Moment, ich drehe das Ganze mal, nähe ich mit einem Reißverschlussfüßchen hier entlang. Außen- und Innenstoff vom Reißverschluss wegziehen und dann knappkantig hier drüber nähen. Den Rucksack lege ich jetzt mit der Rückseite und der rechten Seite nach oben vor mich. Und dann brauche ich die beiden anderen Gurte I. Und dann messe ich von der Kante hier unten 3 cm ab
Und da bringe ich einen Gurt an. Aber nicht so gerade, sondern so etwas schräg hier. Und nähe innerhalb der Nahtzugabe, also so bei 0,5 cm hier drüber. Und genau dasselbe mache ich auf der anderen Seite auch. Die Gurtbänder habe ich mir jetzt hier einfach so mit den Wonderclipsen zusammengesteckt. Nicht, dass die mir jetzt umherflattern und ich die dann noch mit einnähe. Und vor dem nächsten Schritt muss auch der Reißverschluss in der Mitte sein. Jetzt lege ich Außenstoff auf Außenstoff und Innenstoff auf Innenstoff. Stecke mir alles einmal drumherum fest und dann nähe ich beim Außenstoff die rechte Seite, die Unterseite und die linke Seite. Und beim Innenstoff nähe ich die linke Seite, die Unterseite zusammen und auf der rechten Seite lasse ich mir eine 20 cm große Wendeöffnung. Auf der Innenstoffseite habe ich mir die Nahtzugabe mit einer Zickzackschere zurückgeschnitten, nur die Wendeöffnung habe ich stehen lassen. Jetzt greife ich hier unten in eine Öffnung rein. Ziehe die so auseinander und lege dann die beiden Nähte direkt aufeinander. Die eine Nahtzugabe in die eine Richtung, die andere Nahtzugabe in die andere Richtung und nähe dann mit einer Nahtzugabe von 1 cm hier drüber. Und dasselbe mache ich bei den anderen Dreiecken auch. Also hier beim Außenstoff hatte ich doch ganz schön zu kämpfen, aber ich habe es noch hingekriegt. Jetzt müssen wir die Taschenoberseite machen. Dafür greife ich hier oben in die Öffnung rein, ziehe die so auseinander und lege die Naht, ich hole euch jetzt mal näher ran, Moment, und lege die Naht hier direkt auf den Reißverschluss. Und den Innenstoff ziehe ich auch auseinander und lege die Naht auch auf den Reißverschluss. Und dann, boah, also das wird auch wieder dick werden. Ich habe eben auch sogar schon mein Handrad benutzt, gerade wenn ich hier so über die Nahtzugaben komme. Auf jeden Fall, wenn dann alle Lagen hier übereinander liegen, dann nähe ich mit einer Nahtzugabe hier drüber. Also das sieht jetzt natürlich alles krumm und schief aus. Man muss sich das dann noch feststecken. Das mache ich dann aber erst, bevor ich es unter die Maschine lege. Und hier auf der anderen Seite, da ist ja der Reißverschluss noch auf, weil da werde ich einfach noch mal kurz vorher hier mit 2 Stichen drüber gehen, dass mir das nicht andauernd so auseinander geht. Und dann mache ich das hier auf der Seite genauso. Die überstehenden Reißverschlussenden habe ich einfach abgeschnitten und dann kann auch schon vorsichtig durch die Wendeöffnung gewendet werden. Oh Mann, das sieht so toll aus. Jetzt muss auf jeden Fall noch die Wendeöffnung geschlossen werden und dafür, Moment, den Stoff von der Wendeöffnung nach innen umklappen, dann hier feststecken und entweder mit der Hand mit einem Matratzenstich zunähen oder aber mit der Nähmaschine knappkantig hier drüber nähen. Und zum Schluss müssen wir noch diese Rucksackschnalle hier anbringen. Und da müsst ihr jetzt wirklich aufpassen, nicht, dass ihr in dem letzten Schritt euer Gurtband irgendwie verdreht. Also das Gurtband kommt gerade von hier oben und bei meiner Gürtelschnalle ist, also hier unten ist sie so rund und hier oben hat sie noch so einen Steg. Und da gehe ich von hinten durch und gehe gleich hier wieder zurück und nähe das jetzt hier fest, das Gurtband, dann ist das hier oben so befestigt und dann nehme ich von hier unten das Gurtband und da auch aufpassen, nicht verdrehen. Da gehe ich zuerst in die, man sieht das so schlecht, ne? In die mittlere Öse und dann hier vorne durch. Und dann klappe ich das Ende hier einfach nur noch einmal um, so 1-2 cm.
und nähe dann nochmal hier drüber. Und dann ist das schon fertig. Also hier auf der anderen Seite habe ich das schon mal gemacht. Und dann kann man dann halt den Gurt, je nachdem, wer den Rucksack anziehen will, einstellen. Und dadurch, dass ich das Ende hier einmal umgeklappt habe, rutscht es nicht einfach hier durch die Öffnung von dieser Schnalle durch. Und fertig ist der Rucksack. Also er macht wirklich unheimlich viel her. Selbst mein Mann hat gesagt, der sieht ja mega toll aus. Und der trägt sich wirklich auch super leicht. Und ich habe doch noch was am Anfang vergessen zu sagen. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, dann freue ich mich natürlich über ein Abo und vergesst nicht das Glöckchen zu aktivieren, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Habe ich es jetzt nochmal gesagt. Und ihr könnt aber auch gerne nochmal hier in die Videos reinschauen. Vielleicht ist da auch noch das ein oder andere für euch dabei. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachnähen und bis zum nächsten Mal.